Hi Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Diesmal geht es wie letzte Mal versprochen um den Merman von Mondo aus der Masters of the Universe Reihe. Diesen gab es wie auch die vorherigen Figuren in einer Exklusiv- und einer regulären Variante. Ich stelle euch nachher die reguläre Variante vor. Bei der Exklusivvariante waren ein dritter Kopf bei und ein Speer mit der Crimson Pearl, also der roten Perle aus der Folge Tilas Suche, damals aus der Filmation Cartoon Serie. Statt $170 kostete diese Exklusivvariante $5 mehr und war nur bis zu einem bestimmten Datum bestellbar. Eine Anzahl von Figuren in der Exklusivvariante nannte Mondo bei dieser Figur diesmal nicht. Heute ist es so, dass sie natürlich nicht mehr erhältlich ist und ihr diese auf den bekannten diversen Plattformen suchen müsst, wenn ihr sie haben möchtet. Kommen wir zur Verpackung, so wie euch schon bekannt ist, wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt. Vorne ist der bekannte Dämonenkopf von Snake Mountain, also Skeletors Festung, in den bekannten lila Farben. Wenn wir die Box drehen, das bekannte Artwork mit der Schlange, alles erinnert an Snake Mountain. Nehmen wir einmal das Cover ab und ihr seht, zum Vorschein kommt Merman in dem bekannten Kreuz, diesmal in den Farben Aquamarin. Unten auch schon, worum es geht, Merman, der Ocean Warlord, also der Kriegsherr des Ozeans. Die Verpackung öffnen wir über die bekannten Magnete an der Seite. Und hier seht ihr Merman in der bekannten Fensterbox. Auch hier in diesem Aquamarin gehalten. Das Artwork wie immer auf der linken Seite und die passende Biografie zur Figur. Nun holen wir die Figur einmal aus der Box, um sie näher zu betrachten. So Leute, und hier ist er aus der Box und seht euch einfach diese Figuren. Es ist fantastisch. Also es ist schwer zu beschreiben, wenn man die Figuren allgemein noch nie live gesehen hat oder geschweige denn in der Hand hatte. Und ich auch immer wieder sagen muss, es ist wirklich sehr viel Geld, was man dafür bezahlen muss. Aber ihr bekommt einen Top-Gegenwert dafür. Und jetzt gerade habe ich sie auch zum ersten Mal ausgepackt und bin wirklich total begeistert. Ich habe ihn so aus der Packung genommen, also so wie er dort steht, liegt er auch in der Verpackung mit den geschlossenen Händen in der Auslieferung. Kommen wir einmal zu den Maßen. Merman ist auch wie gehabt 30 cm hoch und nehmen wir die Schulterbreite auch circa 10,5 cm breit. Wenn wir ihn einmal wiegen, ich glaube, der wiegt schon mehr als die anderen und es sind 681 Gramm. Also das merkt man sofort, wenn man ihn in der Hand hat. Er hat über 100 Gramm mehr als die anderen Figuren. Dies ist natürlich auch den ganzen Rüstungsteilen, die er hat, geschuldet. Also wirklich der Oberknaller. Und die ganze Bemalung ist wieder einmal in Top-Qualität und Zustand. Ich finde hier keine Dellen oder Abriebe, wie es schon manchmal der Fall sein kann bei anderen Figuren. Bis jetzt hatte zumindest ich immer Glück, was das Ganze angeht. Die Farbgestaltung orientiert sich natürlich an der bekannten Figur von früher und hat hier einen extremen Detailgrad. Der Kopf, ich muss euch das einmal zeigen, erinnert mich sehr an den Film Der Schrecken vom Amazonas. Die ganze Rüstung ist auch in einem Gelb-Orange gehalten und stellt auch super die Korallen dar. Ihr seht hier schon den Detailgrad der Rüstung, seines Brustpanzers, seines Lendenschurzes. Dazu einmal die Schienbeinschützer. Seht euch einmal hinten die super Verarbeitung an und die Details der Schwimmflossen. Einmal von der Rückseite gehen wir einmal hoch. Auch hier ein absolut super Detailgrad.
Sehen wir ihn einmal komplett von hinten. Und ihr seht auch hier diese einzelnen Muscheln, die um seinen Schurzgürtel an Bändern befestigt sind. Einfach großartig. Und holen wir nochmal den Rückenpanzer nochmal näher ran. Auch hier nochmal extra von seinem Unterarmschutz, so wie unten an dem Schienbeinschutz. Ja, die Flossen, da gibt es gar nichts zu sagen. Kommen wir wieder zu dem Thema Beweglichkeit. Seine Füße sind beweglich von unten nach oben, von links nach rechts. Seine Unterschenkel von links nach rechts. Auch hier müsst ihr wieder Kraft aufwenden, wie immer bei den Figuren. Die Unterschenkel lassen sich auch von vorne nach hinten bewegen. Auch hier wieder der bekannte Bizepsflex. Auch wieder schön mit Kraft aufzuwenden. Alles, was mit Kraft aufwendbar ist, finde ich persönlich sehr gut. Ja, dann habt ihr nichts, was sofort von vornherein labbert. Die Handgelenke sind drehbar von links nach rechts und der Torso genauso von links nach rechts. Der Kopf, auch hier bewegbar von unten nach oben und ihr habt eine 360-Grad-Bewegung. Auch hier sehr schön. Das, was ich persönlich absolut top finde bei solchen Figuren, ist, wenn ein Mund bewegbar ist. Bei jeder gestellten Pose macht das, Leute, einfach den Unterschied. Ja, das ist das i-Tüpfelchen. So gibt das der Figur, dem ganzen Charakter, ein komplett anderes Aussehen. Ach, noch ein kleiner Nachtrag. Die Füße sind natürlich die gleichen, die auch bei Skeletor und Scareglow zu finden sind. Kommen wir nun zu dem Thema Zubehör. Anders als es bei den anderen Figuren der Fall war, ist es diesmal so, dass eine Überraschung dabei ist, oder was heißt Überraschung, aber komplett was anderes. Fangen wir damit sofort einmal an. Ihr habt diesmal auch Wechselfüße und das ist doch mal großartig. Da freue ich mich gleich schon auf die Posenstellung. Ihr bekommt den Ständer, den passenden, den ihr schon kennt, damit die Figur vernünftig stehen kann. Dabei ist ein Blaster. Nicht der bekannte Blaster, den wir damals von Merman kennen, aber ein schön detaillierter Blaster. Diesmal haben wir mit den Händen, die er sowieso bei Auslieferungen dran hat, haben wir noch 1, 2, 3, 4 Paar, also insgesamt 5 Paare. Diese Krallenhände, ihr seht auch, bei allen Händen ist es so, dass er Schwimmhäute dazwischen hat, natürlich. Diese Greifhände, die etwas mehr geschlossen sind und nochmal ein anderes Paar an Greifhänden. Ihr habt auch hier diesmal den Klassik, den Vintage-Kopf wieder dabei, den wir nachher auch noch sehen werden auf dem Torso. Und hier das Schwert, toll gemacht, ja, sehr authentisch, Knochen, Korallen, hier mit einem großen Zahn obendrauf. Sehr schön. Und wir haben seinen bekannten Speer. Die Qualität ist hier wieder mal super. Und hier habe ich diesmal nicht das Gefühl wie bei den anderen Großwaffen der vorherigen Figuren, dass wenn euch das runterfällt, es unbedingt kaputt geht. Sondern das ist schon eine andere Substanz, sondern mehr gummiartig. Und ihr seht auch hier vorne ein Smaragd, eine Perle. Den Dreizack mit Haizähnen, eine Muschel, Knochen, Korallen, also auch hier wirklich top. Fangen wir nun an, einmal mit der Posenstellung. So, kommen wir noch zu einer Pose, die ich selbst absolut großartig finde. Erinnert mich einfach mit dem Blaster an 007, der Kriegsherr der Ozeane als James Bond. Also auch hier bleibt euch, was die Posen angeht, eine Menge an Gestaltung. Ich möchte euch einmal noch die Entfernung der Füße zeigen.
Ihr müsst Kraft aufwenden, ihr habt es schon gehört. Die neuen Füße oder die Wechselfüße sind anders, ja. Die sind nicht so platt unten, wie ihr seht. Wenn er im Wasser schwimmt, stellt das einfach die Bewegung im Wasser dar. Damit zeige ich euch gleich auch noch eine Pose, die möglich ist, in Verbindung mit dem ausziehbaren Ständer. Fuß dran stecken, auch hier Kraft aufwenden. So, jetzt habe ich mal die Füße gewechselt. Es ist echt schwer. Also die anderen Füße dran zu machen, war jetzt echt Arbeit und hat mich 5 Minuten gekostet. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr dabei nichts kaputt macht. Ja, und das drückt euch in die Hände. Aber gut. Ihr könnt diese Pose machen vom schwimmenden Merman, was wirklich super ist, indem ihr den Auszug benutzt vom Ständer. Und so sieht es dann aus, als ob er im Meer schwimmt. Kommen wir noch zu dem Thema nun einmal mit dem Vintage-Kopf. Diesen ploppen wir einmal ab. Und den Vintage einmal drauf. Und da haben wir den Vintage Merman Kopf auf der Figur. Es ist wie bei den anderen Figuren auch. Ob es einem zusagt, ob er dahin gehört, sei mal dahingestellt. Dass er dabei ist, ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So kann jeder für sich entscheiden, ob er diesen dran haben möchte. Die Variation hier beim Merman ist noch so mit dem Vintage Kopf noch passend zum Körper. Aber der andere Kopf ist natürlich sehr viel passender. So Leute, kommen wir nun wieder zu dem Vergleich. Ihr wisst ja, wenn es mir möglich ist, werde ich den machen. Hier seht ihr den Mondo Merman auf der rechten Seite und links habe ich den Merman aus der Masters of the Universe Classic Serie. Ihr seht, Mondo hat sich an die Farbgebung, an das Design sehr gut orientiert, hat natürlich einiges noch mehr an Detailgrad angebracht. Ihr seht hier Merman mit dem Vintage-Kopf und hier drin ist auch der Kopf, der bei Mondo dabei ist. Allerdings bei Mondo doch sehr viel furchteinflößender und wie gesagt noch etwas detailreicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr weiter auf dem Laufenden bleibt, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr von der Figur haltet und bis zum nächsten Mal. Let's collect!